So, hier haben wir eine Stange fertig. Das ist so geil, die läuft schöne Stunde. Minute pro Teil hier. Bleiben so Reststücke über. So, ich lege einmal eine Stange ein. Und dann habe ich hier mal eine Frage an euch. Das ist nämlich voll das crazy Material. Und die fallen mir hier alle unten rein. Die hole ich dann raus, wenn der Auftrag fertig ist. Bleibt eine winzige Spitze, die kann ich aber einfach hier so, fertig abgeknipst. Das ist krass, wenn ich die jetzt hier raushole und so eine Hand dann voll habe, dann passiert es immer wieder, dass die wie so eine Nadel in den Fingern stecken. Dann stecken hier so 5 von den Teilen in den Fingern. Aber es ist so spitz, das tut gar nicht mal so weh. Also, genau, Crazy Werkstoff sagte ich. Was haben wir hier? Wir haben hier einen, kann ich euch das hier so zeigen? Würde ich sagen. CUAL10FE5NI. Steht nochmal als Hinweis, Sondermessing mit hoher Zugfestigkeit, 700 Newton pro Quadratmillimeter und Härte. Das hat gar nichts in der Bearbeitung mit Messing zu tun, wirklich gar nichts. Woran erinnert mich das an? Tja, Silberstahl. Ja, von der Bearbeitung her wie Silberstahl. Das trifft ganz, ganz widerlich. So, und zwar gibt es dabei dann 2 Probleme. Es sind ja eigentlich stumpf und einfaches Teil. Ich mache jetzt mal hier, ich schmeiß mal an. Ich mache heute noch die Scheibe ein bisschen sauber, dann seht ihr was. Vielleicht. Mein Ölanteil ist im Moment ein bisschen hoch. Es ist Jahresende und ich will den Wasserstand jetzt einfach nicht mehr anpassen. Passt perfekt. Mein 1000 Liter Fass Emulsion ist leer. Genau jetzt zum Jahresende. Da passen vielleicht noch 2 Kanister. Kann ich nochmal füllen. Und deswegen fahre ich jetzt auch die Maschinen, das Kühlmittel auch leer. Ich will den Hersteller wechseln, den Lieferanten. Und das passt ja Arsch auf Eimer. So, geh mal her. So, was haben wir? Wir greifen einmal ab. Scheiß Spiegelung hier, man sieht gar nichts. Das ist kacke. So. Da schon mal das erste. Bis ich hier die richtige Platte gefunden habe, das hat auch lang gedauert. Früher immer mit Verschleiß gearbeitet, aber eigentlich muss eine Platte immer reichen. So, wo bin ich angekommen? Also nicht wundern bei meiner Werkzeugauswahl. Ich habe bei diesen Teilen alles durchprobiert. Die wurden schon mit PKD, schon mit NE-Platten, schon mit allem gedreht, was ihr euch vorstellen könnt. 0,2er Radius, 0,4er Radius, 0,8er Radius und alles drum und dran. Wo bin ich gelandet? 1,2 mm Radius und die Platten habe ich nicht gekauft, sondern die waren einfach da. Ingersoll, da ist die Bezeichnung. Und die sind eigentlich für Edelstahl bis S hier, diese Superwerkstoffe, Superlegierungen. Also komplett anderes Thema. Auch der Schneidenradius hätte ich für so kleine Teile sonst nie benutzt. Aber so läuft es. Konstant, ohne Sekundärgrad. Oft gab es, wo der Übergang zum Durchmesser, zum Außendurchmesser ist, war sehr oft nicht sauber. Und an der Planfläche hatte ich tatsächlich immer leichte Vibrationsspuren. Jetzt mit der Platte ist das ganze Zeit perfekt. Musste noch nicht einmal korrigieren. Schon 600 Teile fertig. So, NC-Anbohrer muss zuerst laufen, sonst wird die 3,3 mm Bohrung bei dem Werkstoff einfach nicht zentrisch. VHM 3,3 mm Bohrer, der geht ganz gut rein. Was haben wir hier an Schnittwerten? 2800 Umdrehungen und ein Zehntel Vorschub. So, und jetzt kommt das Freakigste daran. Der Gewindebohrer, da zeige ich euch gleich was. So, der fährt da jetzt einmal rein, dann fährt er wieder raus, dann fährt er wieder rein und dann fährt er wieder raus. Schnittwerte 380 Umdrehungen. Zum Ausfahren mache ich die Drehzahl dann mal 3 und habe hier eine Wartezeit, dass die Späne ein bisschen raus können. Späne ein bisschen raus können, hä? Denkt man. Und zwar habe ich einen Durchgangsgewindebohrer da drin für NE-Metalle, wo ich dann nochmal die Spitze abgeschliffen habe, weil ich sonst nicht tief genug komme durch den langen Anschnitt. Denn die Teile werden später auf so eine Stange draufgeschraubt und müssen bis hier auch gehen. Bis da.
So, die Bohrung, die Teile sind 14 mm lang. Die Bohrung soll 11 mm lang sein und das Gewinde 8. Der Anschnitt von so einem Gewindebohrer ist bestimmt schon 3-4 mm. Heißt, ich muss eigentlich schon mal bis minus 12. Aber die Bohrung ist nur bis minus 11. Tricky. Also vorne schleifen. Was auch noch besonders ist, der hat nur so 2 Schneiden. Keine 3, wie sonst üblich. So, jetzt fragt ihr euch sicher, ein Durchgangsgewindebohrer für so ein Teil, wo ja gerade der Spänestau noch zu zusätzlichen Problemen führt. Kein anderer funktioniert. Kein anderer. Emoge Franken durch das Programm. Hoffmann Group durch das Programm. Wie heißt dieser andere? G, E oder nein? Warte mal, ich gucke einmal. So, hier muss ich noch nachbeschriften. Was haben wir hier? Atorn durch den Hersteller. Und das in allen Variationen, ne? Also zum unbeschichtet fürs Hart, NE. Immer Grundloch genommen. Ich finde jetzt nicht diese, ist ja auch scheißegal. Ich habe alle Hersteller durch, nichts funktioniert. Und durch eigene Tests bin ich bei diesem Gewindebohrer gelandet. Nichts macht das besser. Der macht mir hier 500 bis 700 Gewinde und es läuft einfach. Das ist... Hier ist schon ausgebrochen. Da sind 2 Zähne schon ausgebrochen. Und der läuft weiter. Die anderen, egal ob die darauf auch spezialisiert sind oder dafür geeignet, schaffen mir, keine Ahnung, 50 bis 100 Teile maximal und die Dinger reißen. Ich habe probiert, größer zu bohren, formen, alles durch. Das geht nicht. Aber wenn ihr dann eine Idee habt oder den Werkstoff schon mal bearbeitet habt, gerne mal kommentieren. Ja, oder wenn du Anwendungstechniker bist und dich mit den anderen Anwendungstechnikern messen willst, auch bitte kommentieren. Ich würde nämlich auf dieses zweite Mal reinfahren gerne verzichten und vor allem würde ich gerne darauf verzichten. Ich muss, wenn die fertig sind, wenn ich die jetzt hier reinschraube, geht das nicht. Das geht jetzt bis da, 3-4 mm. Aber wenn ich den jetzt so auspuste, geht es immer noch nicht. Wenn ich den jetzt aber so auspuste, geht er vollständig drauf. Ja, und habe ich halt einfach gar keinen Bock, ne? 1300 Teile so auszupusten. Das ist das größte Manko daran an dem. Ich muss einmal rangehen, das ist mein Opa. 90 der Kollege. Ja, habe ich gekauft alles. Ja, sicher. Wunderbar. Okay, danke. Ja, bis die Tage. Ciao. Beste Mann. So, wo war ich? Gewindebohrer, auspusten. Völligst ungeeignetes Ding für die eigentliche Bearbeitung, aber läuft. Schreibt doch mal drunter, wo ihr sowas vielleicht habt, wo etwas von Herstellern, Werkzeuglieferanten und so, die sagen, nee, so geht das nicht, aber ihr für euch rausgefunden habt, doch, genau so geht's. Das kommt nämlich immer wieder vor. Und zwar gleich beim nächsten Fall, dem Abstechen. Mal nochmal her. So, da habe ich eine NE-Platte drauf. Das läuft jetzt, aber da habe ich noch länger für gekämpft als das Gewindebohren. Was haben wir hier für Schnittwerte? Guck mal, jetzt fahre ich hier nur noch mit 1/100, 200 und ist noch nicht so weit. Das kann man jetzt noch nicht sehen. Die wird irgendwann hier an der Seite einen leichten Ausbruch bekommen und hier nochmal. Und dann läuft sie richtig geil. Dann kann ich das ein bisschen schneller machen. Dann hat eine längere Standzeit dann. Und ich habe jetzt keine, wo das schon ausgebrochen war. Normalerweise lege ich mir die dann extra weg und benutze die genau für diese Artikel. Die Verrundung hier, die die Stechplatte hier macht, ist dann sauberer. Die Flächen besser. Und ich kann ein bisschen schneller arbeiten. Hoffmann Group und ISGA plus Anwendungstechniker haben das Thema schon durch und kriegen es auch nicht besser hin. Egal mit was. Also wenn ihr da auch eine Empfehlung habt, weil ich weiß nicht, das Ganze könnte schon 20-30% schneller laufen, der Abstechprozess. Und da ich hier nicht viele Bearbeitungen habe, wird das einfach schon auf die Stückzahl viel ausmachen. Ja, habe ich hier sonst noch was zu dem Thema? Die Späne sind geil. Eine Idee, was man damit noch machen kann? Ich weiß nicht, ich würde daraus immer gerne irgendwas noch machen, anstatt einfach nur aus dem Schrott geben. Haut rein, ciao.